In diesem Video zeige ich euch alle bis jetzt bekannten Easter Eggs auf Reckoning, die es neben dem Haupt-Easter Egg noch gibt. So holt ihr euch zufällige Gratis-Ausrüstung und ein geheimes Dokument. Interagiert dafür mit allen 8 Müllermann auf der Karte. Ihr erhaltet daraus zufällige Ausrüstung, Schrott oder Essenz und auch manchmal nichts. Ihr findet 2 im Spawn-Bereich und 6 in der Vorstandsetage verteilt. Habt ihr mit allen 8 interagiert, seht ihr ein goldenes Leuchten im Mülleimer hinter den Sicherheitsschleusen beim Spawn. Interagiert damit, dann erhaltet ihr Schrott und Essenz, eine zufällige Abschussserie und das Dokument Ich bin ein echtes Mädchen. So holt ihr euch ein gratis Deadshot extra. Stellt euch mit einer Einschusswaffe beim Mutantenforschungslabor nach draußen vor die Tür von dem Raum mit dem Periodensystem. Schießt von dort aus die beiden Dummies ab, die vor dem Teleporter stehen. Die Reihenfolge ist egal. Ihr hört den Easter Egg Sound und es erscheinen beim Kran 5 Dosen. Schießt ihr die 5 Dosen ab, ohne eine zu verfehlen, erhaltet ihr das gratis Deadshot extra. Falls ihr es nicht schafft, erscheinen die Dosen jede Runde wieder, sobald ihr außer Sichtweite geht. So verbessert ihr eure Waffe gratis auf Stufe 2 und legendäre Seltenheit. Aktiviert zuerst Pack-a-Punch. Stellt euch beim Spawn auf das Symbol vor der Rezeption und schießt auf das Symbol auf dem Fernseher. Es erscheinen Ziele, die ihr jeweils innerhalb von 10 Sekunden treffen müsst, sonst bricht das Spiel ab. Die Ziele erscheinen immer an den gleichen Stellen. Wenn ihr während der Schießübung einen Zombie trefft oder von dem Symbol geht, bricht das Minigame auch ab. Während das Minigame läuft, greifen euch Zombies nicht an. Wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr es ab der nächsten Runde wiederholen. Beim ersten Mal erhaltet ihr einen zufälligen Munitionsmod. Nächste Runde könnt ihr das Minigame wieder starten, aber es erscheinen immer 2 Ziele. Ihr bekommt als Belohnung je nach aktueller Runde ein Ether-Werkzeug. Bis Runde 10 ist es selten, ab Runde 11 episch und ab Runde 21 legendär. Wiederholt ihr es nächste Runde nochmal, erscheinen immer 3 Ziele und ihr erhaltet als Belohnung einen Ethereum-Kristall. Bis Runde 15 verbessert ihr eure Waffe auf Stufe 1 und ab Runde 16 auf Stufe 2. Visiert für das Jumpscare Easter Egg die Picknickdecke im Wald an, die ihr links von dem Teleporter der Vorstandsetage aus findet. So holt ihr euch die Etherklinge. Das ist ein Messer, das ihr unendlich oft werfen könnt und Gegner verfolgt, ähnlich wie der Tomahawk im Black Ops 4 Blood of the Dead. Rüstet die Mr. Peaks Feldausrüstung aus. Aktiviert dann Pack-a-Punch. Holt euch an einem Handwerkstisch eine Ether-Fernlenkladung. Benutzt sie bei der Dunkelwesen-Eindämmung unten bei der Treppe und fahrt damit durch das Loch im Zaun. Folgt dem Weg, bis ihr einen Etherkristall findet und zündet die Fernlenkladung. Geht die Treppen wieder rauf und ihr seht ein Leuchten nach oben steigen und es erscheinen Etherkristalle. Zerstört die Kristalle und ihr bekommt einen Safe-Schlüssel. Sammelt dann eins von 3 Bildern ein und hängt sie nacheinander in der Vorstandsetage links neben dem Arsenal an die Wand. Eins ist beim Spawn, nachdem ihr den Strom angemacht habt, links neben dem Portal zu Pack-a-Punch hinter der Tür. Eins ist im Raum mit Pack-a-Punch hinter dem Kaugummi-Automat in der Ecke. Und eins, wenn ihr in der Androidenmontage vor dem Jumppad zum Mutantenforschungslabor steht, links an der Säule. Aktiviert dann in der Vorstandsetage neben dem Portal Mr. Peaks, dann fällt das Bild runter. Interagiert mit dem Safe, dann erscheinen Ungeziefer, Parasiten und ein verstärkter Jünger. Sobald ihr den Jünger besiegt habt, könnt ihr den Safe öffnen und euch die Etherklinge nehmen. Zusätzlich findet ihr im Safe das Dokument Superhirn und die Aufnahme Irreführung Teil 1. Die Etherklinge ersetzt eure Primärgranate, ihr könnt sie unendlich oft benutzen und sie lädt sich alle 4 Sekunden wieder auf. Die Klinge verfolgt Gegner automatisch, wenn ihr sie in die Nähe werft und wird umso stärker, desto höher die Runde ist. Sie tötet mit einem Wurf bis zu 3 Zombies. Gegen gepanzerte Gegner macht die Etherklinge fast keinen Schaden, ist aber stark gegen Doppelgasts.
So könnt ihr die Sprinkleranlagen gezielt aktivieren. Werft eine Granate oder Taktikgranate, die explodiert, in den Raum mit dem Rauchmelder, um die Sprinkleranlage in der Etage zu starten. Ein Rauchmelder ist in der Androidenmontage links neben der Stelle, wo man Frankenklaus bauen kann. Einer ist beim Spawn rechts neben den Sicherheitsschleusen im Treppenhaus. Und einer in der Vorstandsetage unten, links neben der Bar in der Küche. Ihr könnt ihn einmal pro Runde aktivieren, sobald das Licht am Rauchmelder wieder grün leuchtet. Schlagt ihr den Snackautomat in der Androidenmontage, erhaltet ihr einmal pro Runde zufällige Ausrüstung wie Extras oder Munitionsmods bis hin zu einer Wunderwaffe. Meistens erhaltet ihr aber nur Schrott. Schlagt ihr mit Metzel Macchiato die Scheibe ein, erhaltet ihr einmalig etwas mehr zufällige Ausrüstung, danach ist der Automat aber zerstört. So holt ihr euch ein gratis Selbstwiederbelebungskit. Schießt in der Vorstandsetage neben dem Billardtisch im Regal in der ersten Reihe die 1, in der zweiten Reihe die 1 und in der untersten Reihe die 5 an und es erscheint auf dem Billardtisch. So holt ihr euch immer wieder eine Etarella-Figur, die euch folgt und Zombies röstet. Holt euch zuerst die Gorgofex Wunderwaffe. Geht beim Spawn links von den Sicherheitsschleusen zur Barrikade und sprüht irgendein Graffiti an die linke Tür, um sie zu öffnen. Schießt einen aufgeladenen Schuss mit der Gorgofex auf den Boden in der Kabine und die Etarella-Figur folgt euch. Springt dann bei Pack-a-Punch in den Laser und die Etarella-Figur schwebt darin. Springt nochmal in den Strahl, weicht anderen Objekten aus und sammelt sie ein. Etarella folgt euch für 5 Minuten und schießt dorthin, wo ihr hinzielt. 8 Runden nachdem ihr sie eingesammelt habt, erscheint sie wieder im Laserstrahl und ihr könnt sie erneut aktivieren. So gönnt ihr euch einen mächtigen Chicken-Eimer-Hut. Schießt in der Vorstandsetage hinter der Bar mit Explosivschaden auf den Chicken-Eimer. Futtert dann in dem Raum die 6 Chicken Wings. Ihr findet sie immer an den gleichen Stellen. Jetzt könnt ihr euch euren schicken Hut an der Bar abholen, den ihr bis Ende des Spiels behaltet. So erhaltet ihr ein gratis Zufallsextra. Schaut in der Vorstandsetage mittig runter und schießt auf der Maschine Mr. Peaks an. Nach kurzer Zeit erscheint er tanzend oben am Geländer der Vorstandsetage. Interagiert mit ihm und es erscheinen Ringe, durch die ihr bis zum Spawnraum mit dem Fallschirm gleiten müsst. Seid ihr durch alle geflogen, erscheint vor euch ein gratis Zufallsextra. So holt ihr euch ein zweites gratis Zufallsextra. Baut erst die Gorgofex Wunderwaffe. Sobald ihr für den Schritt vom Haupt-Easter Egg den Code am PC bei Klaus eingegeben habt, könnt ihr im Raum mit Pack-a-Punch an der Konsole einen roten Knopf aktivieren. Jetzt müsst ihr in 60 Sekunden 2000 Punkte sammeln. Ihr seht über dem roten Knopf auf der Anzeige eure Punkte. Dafür müsst ihr 100 Zombies töten, die je 10 Punkte geben und die 5 blauen Ungeziefer, die je 200 Punkte geben. Die blauen Ungeziefer könnt ihr nur mit der Wunderwaffe killen. Habt ihr 2000 Punkte erreicht, erscheint vor der Konsole ein Zufallsextra. Solo ist es erst ab ca. Runde 30 mit Krawallstarter möglich oder in noch höheren Runden. Koop schafft ihr es viel einfacher und auch schon ab Runde 25. Falls ihr es nicht schafft, könnt ihr den Knopf ab der nächsten Runde nochmal aktivieren, wenn ihr mit der leuchtenden Kugel interagiert habt. So holt ihr euch gratis die Gorgofex Wunderwaffe. Schaltet den Strom an und aktiviert Pack-a-Punch. Sobald der Strom an ist, erscheint im Mutanten-Forschungslabor links neben Todesster-Query auf dem grau flackernden Bildschirm etwa alle 10 bis 15 Sekunden kurz ein Wort. Merkt euch von dem Wort den ersten Buchstaben. Lauft dann zum Mutantenforschung-Testbereich zum zweiten grau flackernden Bildschirm gegenüber vom Waffenbankkauf. Manchmal erscheint dort auch immer wieder kurz ein Wort und manchmal nicht. Merkt euch, falls dort auch ein Wort erscheint, wieder den ersten Buchstaben.
Geht dann links davon zum Periodensystem. Wenn ihr auf beiden Bildschirmen ein Wort gesehen habt, setzt die beiden ersten Buchstaben zusammen. Der erste Buchstabe ist immer der von dem Wort auf dem Bildschirm im Mutantenforschungslabor und der zweite Buchstabe der von dem im Mutantenforschung-Testbereich. Hattet ihr nur auf dem Bildschirm im Mutantenforschungslabor ein Wort, hat das Element, das ihr sucht, nur einen Buchstaben. Sucht dann das Element und lest die Zahl oben links ab. Der Code ist immer dreistellig. Stellt für die restlichen Zahlen eine 0 für eure Zahl, falls die abgelesene Zahl nicht dreistellig ist. Ist eure abgelesene Zahl wie im Beispiel 26, ist euer Code 026. Heißt, wenn ihr zum Beispiel nur das Wort Hugo habt, steht bei H eine 1, dann ist euer Code 001. Gebt dann die drei Zahlen in das Zahlenfeld ein, das ihr oben bei der Treppe findet. Jetzt müsst ihr vor dem Behälter mit der Zyste immer erst 3 Ungeziefer töten und dann 3 normale Zombies. Sobald ihr bei dem Step seid, spawnen aus Zombies, wenn ihr sie mit Körpertreffern tötet, oft Ungeziefer. Tötet ihr ein Ungeziefer vor der Maschine, wird es eingesaugt und es dauert ein paar Sekunden, bis ihr das nächste davor töten könnt und es wieder eingesaugt wird. Macht das dann mit 3 Ungeziefern und dann 3 Zombies, dann öffnet sich der Kasten und ihr könnt euch die Zyste nehmen. Geht damit zum Quantencomputerlabor und stellt euch so lange unter 3 Pilze, bis die Leiste links bei jedem abgelaufen ist. Ihr nehmt, sobald ihr in der Nähe seid, automatisch die Zyste in die Hand und werdet langsamer, könnt aber noch schießen und auch zwischendurch wieder weggehen. Die Pilze schießen dauernd Giftpfützen, die euch Schaden machen, wenn ihr drin stehen bleibt. Ein Pilz ist im Raum mit dem Handwerkstisch, einer vor dem Jumppad und einer neben dem Aufzug. Bereitet euch dann mit einer Waffe auf am besten mindestens Stufe 2, blauer Seltenheit und dem Kryo-Munitionsmod vor. Das ist die Schwäche aller Roboter. Geht dann zur Dunkelwesen-Eindämmung und aktiviert schnell nacheinander die 4 piependen PCs, auf denen Initiate Power Surge steht. Wenn die Leiste abläuft, wart ihr zu langsam, aber ihr könnt es immer wieder wiederholen. Es erscheint ein Überklaus, es spawnen Zombies und immer wieder einige Kommando-Klaus-Roboter. Zerstört die beiden Platten an den Schultern von Überklaus und lockt ihn auf die blitzende Plattform. Es erscheint ein verstärkter Überklaus, den ihr zerstören müsst. Die Schwachstellen sind die beiden Schulterplatten und danach der Kopf. Zerstört dann noch den fliegenden Klaus, der erscheint, sobald er down ist. Seine Schwachstelle ist der rote Kern auf der Brust oder der Kopf. Sobald er down ist, erscheint dort, wo ihr ihn besiegt, ein Licht, mit dem ihr interagieren könnt. Die Zyste schwebt rein und es erscheint kurz darauf die Wunderwaffe. Spielt ihr Solo, könnt ihr, falls ihr die Wunderwaffe abgelegt habt, das Spiel neu laden, dann schwebt sie in der Dunkelwesen-Eindämmung mittig vor dem Verlassenen. So verbessert ihr die Gorgofex Wunderwaffe zu der blauen Gorgofex C. Baut erst die Gorgofex Wunderwaffe. Interagiert dann in der Vorstandsetage mit der Tür links neben dem Logo und sprecht mit Blanchard. Geht zum Spawn und aktiviert in dem kleinen Raum mit dem Portal den roten Knopf. Verteidigt dann den Wartungsklaus, der an der Rezeption erscheint, bis die Leiste voll ist. Falls ihr es nicht schafft, könnt ihr den Knopf in der nächsten Runde wieder aktivieren. Der Aufzug zum Quantencomputerkern wurde jetzt abgeschaltet. Fahrt mit dem anderen Aufzug hoch und springt durch die Lücke im Boden zum Quantencomputerkern. Springt dort in den Aufzugsschacht und gleitet an den 3 roten Schaltern vorbei und aktiviert sie. Habt ihr alle aktiviert, werdet ihr wieder hoch teleportiert und es erscheint eine blitzende Kugel vor dem Aufzug. Geht in die Nähe der Kugel, sie teilt sich auf und elektrisiert 5 Zombies. Tötet die 5 blitzenden Zombies mit der Wunderwaffe und die Seelen fliegen in die Mitte vom Quantencomputerkern. Nach kurzer Zeit erscheint dort der Geist von Panos. Interagiert mit ihm und eure Wunderwaffe wird auf die Gorgofex C-Variante geupgradet. Ihr könnt die Wunderwaffe jetzt auch mit Pack-a-Punch verbessern. Sie ist etwas stärker gegen Roboter als die N-Variante der Wunderwaffe. So verbessert ihr die Gorgofex Wunderwaffe zu der Säure Gorgofex N.
Baut erst die Gorgofex Wunderwaffe. Interagiert dann in der Vorstandsetage mit der Tür links neben dem Logo und sprecht mit Blanchard. Geht zum Quantencomputerkern rechts von der Stelle, wo ihr das Hirn für das Haupt-Easter Egg aufnehmen könnt. Nehmt euch den Straußzähler, der eure Taktikgranate ersetzt. Nehmt ihn in die Hand und sucht die Position, wo der Ausschlag knapp unter 10 ist. Ist der Ausschlag bei 0, seid ihr im falschen Turm, und ist er niedrig, seid ihr in der falschen Etage. Schießt dann an der Stelle mit einem aufgeladenen Gorgofex-Schuss auf Objekte oder Löcher in Wänden, bis das Lebensraubserum erscheint. Jetzt könnt ihr 3 weitere Teile einsammeln. Einmal einen PC-Lüfter, den findet ihr in der Dunkelwesen-Eindämmung links neben dem Arsenal auf dem Server. Eine saubere Abdeckung, die findet ihr im Mutanten-Forschungslabor in dem Raum, wo ihr euch die Zyste für die Wunderwaffe geholt habt, in der Ecke. Und die Schläuche, die ihr im Quantencomputerlabor draußen um die Ecke von Speed Cola am Boden findet. Geht damit in die Vorstandsetage, baut die Teile neben der Tür von Blanchard zusammen und setzt das Lebensraubserum ein, um einen Lockdown zu starten. Verteidigt die Maschine 90 Sekunden und nehmt das Lebensraubserum wieder auf. Ihr bekommt Schaden, wenn ihr es in der Hand habt, könnt es aber immer wieder ablegen und aufnehmen. Springt damit runter ins Mutantenforschungslabor und baut in dem Behälter neben dem, wo die Zyste für die Wunderwaffe war, die Gorgofex N zusammen. Ihr könnt die Wunderwaffe jetzt auch mit Pack-a-Punch verbessern. Die Gorgofex N schießt mit einem aufgeladenen Schuss eine Säurepfütze, die ein paar Sekunden hält. Hier findet ihr die 3 Kopfhörer für das Musik-Easter Egg. Einer ist im Mutantenforschungslabor, ein Stück rechts neben der Tür Richtung Strom. Einer in der Dunkelwesen-Eindämmung unten bei der Leiche auf dem Bürostuhl. Und einer im Büro des Direktors, rechts neben dem Tisch, an dem man das Portal aktiviert, unten im Schrank. Der Song ist von Elena Siegmann und heißt Remember Us. So startet ihr das zweite Musik-Easter Egg. Schaltet dafür den Strom an. Lauft dann beim Spawn durch die Sicherheitsschleusen in der Reihenfolge 132 132. Die Seite, von der ihr durchlauft, ist egal. Der Bildschirm wird weiß und es spielt der Song Samantha's Peace von Brian Tui, den es bereits in Black Ops 4 auf Tag der Toten gab. Falls es nicht direkt funktioniert, lauft weiter in derselben Reihenfolge durch die Sicherheitsschleusen, bis es klappt. Kaum zu fassen. Ich habe dieses Lied schon ewig nicht mehr gehört. Geht ihr ab Runde 100 in den Bosskampf, hört ihr, sobald der Aufzug losfährt, reißt sie in Stücke und die Arena füllt sich wie in einer Munitionsrunde mit rotem Nebel. Es spawnen jetzt dauernd zusätzlich Wartungsklaus, die viel mehr aushalten als Kommandoklaus und Blitzkugeln schießen. Der Boss ist jetzt auch von Anfang an so aggressiv, wie er normal nur in seiner letzten Phase ist. Schießt in der Vorstandsetage auf eine Kugel auf dem Billardtisch und ihr erhaltet 100 Essenz. Gebt aber bitte nicht alles auf einmal aus und erzählt es nicht weiter. Ab Runde 25 erscheint in der Androidenmontage bei dem Fließband der Wunderfiss-Automat. Und hier findet ihr alle gratis Power-Ups. Maximale Panzerung ist beim Spawn, wenn ihr aus der Barrikade schaut, rechts auf dem Panzer. Volle Kraft findet ihr im Mutantenforschungslabor, wenn ihr neben Todesdeckviri steht, in der Mitte oben auf dem Stahlträger. Doppelte Punkte sind beim Quantencomputerkern, wenn ihr an dem Geländer vor der Maschine steht, in der das Gehirn ist, oben in einem Behälter. Maximale Munition ist bei der Android-Montage links neben dem Jump-Pad zum Mutantenforschungslabor oben auf dem Stromkasten. Instakill ist bei der Dunkelwesen-Eindämmung, wenn ihr aus dem Aufzug kommt, rechts hinter der Barrikade auf der linken Seite auf dem Schrank. Bonuspunkte sind in der Vorstandsetage, wenn ihr vor dem großen Symbol steht und zum Kran aus dem Dachfenster schaut. Die Atombombe ist im Raum mit Pack-a-Punch, wenn ihr vor dem Handwerkstisch steht und rechts durch die Gitter schaut. Habt ihr alle anderen Power-Ups abgeschossen, findet ihr das Schlussverkauf-Power-Up beim Spawn links neben Schnellwiederbelebung hinter der Barrikade in den Flammen am Boden.